Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Kim Ferrandina Guriu. Wenn ihr das Kanal noch nicht abonniert habt, macht das bitte noch. Hinterlasst uns bitte Likes und Kommentare, wenn euch diese Folge gefallen wird. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mittels Patreon oder indem ihr Touren bucht, live oder virtuell. Alle Informationen findet ihr in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Sodala, heute geht es um die Reformation in Wien, dessen Ausbreitung und dessen Folgen. Vorher werde ich aber kurz noch zusammenfassen, wie sich das alles ergeben hat am Anfang des 16. Jahrhunderts. Martin Luther wird einige der Praktiken der katholischen Kirche kritisieren, unter anderem die Vorrangstellung des Papstes, die Unfehlbarkeit des Konzils sowie natürlich den grassierenden Ablasshandel, der mehrheitlich dazu betrieben worden ist, um den Bau des Petersdomes in Rom finanzieren zu können. Das hat zu Problemen geführt und aus diesem Grund wurde er zum Wormser Reichstag geladen. Dort war auch der damalige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Karl V. aus der Familie Habsburg anwesend. Und da wird Martin Luther dazu aufgefordert, zu widerrufen. Das tut er aber nicht. Aus diesem Grund wird dann über ihn die Reichsacht verhängt. Sprich, er war ein Rechtloser. Jeder hätte ihn jederzeit umbringen können. Er wird es aber überleben, weil ihm geholfen wird, unerkannt auf die Wartburg zu kommen. Und von dort aus wird er unter dem Decknamen Junker Jörg die Bibel vom Griechischen ins Deutsche übersetzen. Die evangelischen Stände, die evangelischen Adeligen werden dann gegen dieses Wormser Edikt protestieren. Aus diesem Grund sagt man auch Protestanten. Und all diese Spannungen führten dann später zu den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts, die dann mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 endeten. Da wurde ausgemacht, cuius regio, eius religio, sprich es galt die Religion des jeweiligen Herrschers, des jeweiligen Landesfürsten. Die Untertanen hatten sich dem unterzuordnen. Sie hatten zwar die Möglichkeit auszuwandern, wenn sie denn konnten, aber das konnte nicht jeder und nicht jede. Wie ist die Ausbreitung hier in Wien, in Österreich? Hier wird sich das eigentlich relativ rasch ausbreiten, auch weil es die Habsburger schwer hatten, gegen die Adeligen, die Protestantischen, vorzugehen, weil sie deren Unterstützung benötigten, weil dauernd diese Türkengefahr war in dieser Zeit. So wird es dann so sein, dass ab der Mitte des 16. Jahrhunderts so um die 70% der Bewohner Österreichs Protestanten waren. In Böhmen sogar noch mehr, um die 90%. Jetzt, wir drehen diese Folge hier im 17. Wiener Bezirk in Hernals, weil das war ja eine der Hochburgen der Protestanten in Wien. Das gehört aber damals nicht zu Wien. Wien war ja nur die Innenstadt und die Bürger Wiens hatten in Wien selbst keine Möglichkeit, ihrem Glauben nachzugehen. So sind sie hierher gezogen am Sonntag ins Landhaus zum Beispiel oder in den Schlössern des Adels, des protestantischen Adels, um hier lutherischen Gottesdiensten beiwohnen zu können. Einen zweiten Grund gibt es aber auch noch. Hier werden wir gleich in eine Gasse einbiegen, die nach dem ersten Opfer der Verfolgung der Protestanten benannt worden ist. Die bekannteren sind zum Beispiel Balthasar Hubmeier, der eben ein Täufer war. Aus diesem Grund wurde er als Ketzer 1528 lebendig verbrannt. Der zweite, besser bekannte, ist Jakob Hutter, ein Tiroler, der ebenfalls lebendig verbrannt worden ist. Weniger bekannt ist aber, hier sieht man gleich den Namen Taubergasse, Kaspar Tauber. Das war ein Tuchhändler aus Wien. Er war eben Lutheraner, hat auch einige Sachen kritisiert, wie zum Beispiel den Fegefeuer. Aus diesem Grund wurde er vor Gericht gebracht, von dem geistlichen Gericht, sollte widerrufen, hat es nicht getan. So wurde er zum Tode verurteilt. Er wurde geköpft auf der Gänseweide, heutige Weißgerberlände, wo das Hundertwasserhaus ist. Und dann wurde sein Leichnam auch noch komplett verbrannt und die Asche in die Donau verstreut. Das wollte ich heute mit euch besprechen. Wir sehen uns dann nächste Woche für die nächste Folge von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke.